In dieser Folge zeigen wir euch, wie wir aus dieser Höhle dieses schöne Auto machen. Also bleibt dran. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das Auto war echt in einem schlechten Zustand. Wir hatten schon bei der Wäsche richtig zu kämpfen, das Ding überhaupt sauber zu bekommen. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir Trockeneis am Start hatten, sonst wäre das eine oder andere nicht so gut gegangen. Lack war auch einiges zu tun, vor allen Dingen, weil der schon echt beschädigt ist und wir gucken mussten, dass wir überhaupt noch eine vernünftige Lösung hinbekommen, die gut aussieht, irgendwie halbwegs wirtschaftlich ist und den Lack nicht noch weiter kaputt macht. Also da war auf jeden Fall ein großer Knackpunkt. Der Innenraum war jetzt nicht so atemberaubend, einfach allgemein verschmutzt, wenig geputzt, aber jetzt nicht so richtig widerlich. Und dann am Ende die Kür, das Wachs hat nochmal die Kirsche auf die Sahne gesetzt und uns richtig hart zum Glänzen gebracht. Aber du denkst dir wahrscheinlich, was soll das ganze Gelaber? Ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Deswegen, Mo, spul mal zurück, alles auf Anfang. Wir starten jetzt durch. Tja, und da kam er dann schon an und hat mich überrascht mit dem tollen Auto von seinem Nachbarn. Ist gar nicht so viel zu tun, hat er gesagt. Ja, davon dürfen wir uns jetzt überzeugen. Ich glaube schon, die ersten Bilder verraten hier, dass hier doch einiges zu tun ist. Die Felgen pechschwarz, selten gewaschen, überall Blätter auf dem Auto, Schmutz in jeder Ritze und Kante, Vogelkot auf verschiedenen Oberflächen. Also hier wurde wirklich lange Zeit wenig Liebe in dieses Fahrzeug investiert. Deswegen eine große Herausforderung und viel zu tun für uns. Aber genau das macht ja auch Spaß. Man will ja nicht immer nur Neuwagen machen. Als allererstes wollten wir den Wagen rausfahren, weil wir so viel Blätter vor allen Dingen im Motorraum hatten. Da hatte ich keinen Bock, das alles in der Halle zu haben und dann sauber machen zu müssen. Deswegen einmal vor die Tür die Natur in der Natur lassen. Einmal mit dem Blower oder mit Druckluft, je nachdem, was zur Verfügung steht. Die ganzen Blätter rauspusten war irgendwie leichter gesagt als getan, aber hat am Ende funktioniert. Dann ging es rein zur Wäsche. Die Felgen, haben wir uns vorher schon gedacht, reicht unser Standardvorgehen nicht aus, deswegen in dem Fall säurehaltiger Reiniger war hier auf jeden Fall nötig. Muss man immer abwägen, ob es nötig ist, hier aber definitiv, dazu später auf jeden Fall nochmal mehr. Dann ging es an den Motorraum, auch hier wieder erst der dreckigste Bereich, weil von hier erfahrungsgemäß Dreck wieder auf den Lack spritzt. Wir haben hier einen alkalischen Intensivreiniger genommen, in dem Fall Sienna Gloss First pur aus dem Druckpumpsprüher, damit alles eingesprüht. Denk immer dran, sprüh erst, wenn es geht, die hinteren Bereiche ein, damit dir die ganze Suppe nicht auf die Arme tropft. Dann ging es an die Einstiege nach dem Motorraum, auch hier gleicher Vorreiniger, den wir verwendet haben, einfach weil hier jahrelang festgekrusteter Dreck sich befand. Da machen wir die Einstiege vor der Vorreinigung, damit der Vorreiniger in den Einstiegen genug Zeit hat zu wirken. In der Zwischenzeit Schaum aufs ganze Auto und dann sehen wir mal zu, dass wir den ganzen Schmutz hier auch wegbekommen. Um den gelösten Schmutz besser und vor allen Dingen schonender entfernen zu können, haben wir den Dampfreiniger dazu genommen. Wir haben hier häufig die Heißdampfspülfunktion, also Dampf plus heißes Wasser benutzt, damit der gelöste Schmutz, den ich mit dem Pinsel angelöst habe, gleich abfließt und nicht mit dem Pinsel über den ganzen Einstieg verteilt wird und am Ende noch Kratzer verursacht. Dann eine etwas ungewöhnliche Maßnahme, einen Zwischenrinse, also zwischendurch einmal abgespült, um den losen, aufgewirbelten Dreck von der Vorwäsche zu entfernen, bevor wir dann an die eigentliche Handwäsche gehen.
Wir haben uns bei dem Auto hier dazu entschieden, mit Mikrofasertüchern zu waschen. Ich habe mir ganz viele bereitgelegt, die ich zwischendurch tausche. Der Grund ist einfach, wir haben so viele Ritzen und Kanten, die wirklich schmutzig sind. Und statt jetzt wie ein Irrer mit dem Pinsel hier durchzugehen, drücke ich die einfach hier rein, ziehe das Tuch einmal durch und haue es danach in die Wäsche. Spare mir Zeit und mit dem Waschhandschuh würde ich das einfach nicht so gründlich und sauber hinbekommen. Und ganz ehrlich, so wie der Lack vom Verschmutzungszustand aussah, glaube ich, brauchen wir nicht über Kratzer auf dem Lack reden. Da hat das Auto ganz andere Probleme. Und wenn ihr genau wissen wollt, wie die Methode funktioniert, Video verlinken wir euch, könnt ihr euch gerne noch mal in Ruhe reinziehen. Nach dem Abspülen ging es dann ans Lackkneten. Wir haben eine Lackreinigungsdisk verwendet, die Sonax Claydisc. Das geht einfach viel, viel schneller, wenn man so viel Fläche machen muss. Die konnten wir zwischendurch ausspülen und dann gründlich kneten. Also wenn ihr mich fragt, nass hat er mir besser gefallen, muss ich sagen. Jetzt zeigt sich langsam das Ausmaß des schlechten Lackzustands. Am Ende, wenn so ein Auto oder am Anfang, wenn so ein Auto dreckig ist, hat man ja noch irgendwo die Hoffnung, na vielleicht wurde jetzt nur für den Urlaub mal ein paar Wochen abgestellt, aber das, was sich jetzt hier so zeigt, war jetzt nicht nur mal eine kurzfristige Vernachlässigung der Pflege, sondern was längerfristiges. Deswegen brauchen wir uns jetzt hier auch nicht groß ins Hemd machen bezüglich Waschmethode, Trockenmethode und Co., sondern einfach erstmal trocknen und dann geht es eigentlich richtig an den Spaß. Wir gucken mal, was wir aus dem Lack hier noch rausholen und ich freue mich auf jeden Fall aufs Ergebnis. Aber erstmal trocken machen, die Kiste. Tag 2 an unserem Projektauto. Der liebe Mo hat gestern in meiner Abwesenheit noch die Felgen 3 Durchgänge lang eingesprüht mit säurehaltigem Felgenreiniger, wirklich stramm, 1:1 gemischt, also so wirklich, ja, mehr will man gar nicht machen. Und nochmal mit einem Mikrofasertuch und Pinseln und Bürsten und allem, was wir haben, durchgeschrubbt. Wir haben noch ein paar restliche eingebrannte Flecken auf der Vorderseite und haben auch noch ein paar Sachen hier auf der Rückseite. Aber zum einen, man sieht hier, die Felge also alle Felgen fangen schon an zu blühen, also da ist schon leicht Oxidation unter dem Lack oder unter der Pulverbeschichtung, je nachdem. Und die sind auch hier schon teilweise kaputt, genauso wie manche auf der Vorderseite. Das heißt, wir haben gesagt, wir stoppen jetzt hier. Man hätte die Felgen jetzt natürlich nochmal mit Stahlwolle 4.0 schleifen, polieren, also wirklich volles Programm machen können. Aber am Ende, wir wollen euch ja hier nichts zeigen, was kompletter Schwachsinn ist, sondern irgendwie muss es passen. Ich glaube, ihr habt gesehen, wie die Felgen aussahen. Die waren komplett schwarz. Und jetzt hier haben wir wirklich wieder eine vernünftige Felge, die man so erstmal weiterfahren kann oder halt irgendwann neu lackieren, neu pulvern oder sich eine neue Felge holen kann. Was wir vor der Montage noch machen können, ist mit dem Folienradierer die Klebstoffreste von den alten Wuchtgewichten. Man sieht, die wurden schon öfter mal gewuchtet. Hier oben 1-3 Mal, auf jeden Fall 4 verschiedene Wuchtgewicht-Gummis sind noch drauf. Das konnten wir im nassen Zustand nicht machen, weil wenn die sich mit Wasser vollsaugen, kriegt man die nicht runterradiert. Deswegen war es gut, dass sie jetzt über Nacht trocknen konnten. Darum kümmern wir uns. Wir kümmern uns um die Radkästen, dass die vernünftig aussehen. Und wir schauen uns dann auch mal die Radbefestigungsbolzen an, gucken mal, ob der Felgenreiniger die auch sauber bekommen hat. Wahrscheinlich werden die nochmal einen neuen Spray-On benötigen. Das heißt, die werden wir auch wieder schwarz lackieren. Die waren nämlich ursprünglich schwarz. Silber hätte auch gut gepasst, aber wir behalten einfach den Ursprungston, machen sie mattschwarz, dann sehen sie wieder vernünftig aus. Ist jetzt auch ein bisschen mehr Augenwischerei als alles andere, weil durchs Festziehen werden wir da auch wieder die Farbe beschädigen. Aber das Gesamtbild passt einfach, damit machen wir jetzt weiter und dann geht es endlich an den Lack.
Wenn wir da schon so gut rankommen, nutzen wir das natürlich aus und kümmern uns so intensiv wie es geht um die Radkästen. Multistar 1:5 angemischt im Druckpumpsprüher mit Schaumfunktion, Interior Scrub Pad, um erstmal den Gröbsten direkt zu entfernen, und dann haben wir uns noch mit Pinsel, Dampf und Bürstchen um die kleinen Kanten, Ecken, Sicken, Lücken, was auch immer sich da so befindet, gekümmert. Kleiner Wermutstropfen, den Bremssattel haben wir leider nicht mehr sauberer bekommen, der war komplett angelaufen und verkrustet. Da würde nur Lackieren helfen, war jetzt hier zu viel des Guten, aber sonst der Radkasten ist ganz gut geworden. Durch das ganze Waschen entstehen Tenside und Waschrückstände auf dem Lack, die wollen wir entfernen, bevor wir eine Poliermaschine ansetzen, damit wir gleich ein optimales Ergebnis haben. Also eine Runde Silikonentferner lang auf dem roten kurzen Tuch, das ganze Lack einmal entfettet vor dem Polieren. Das macht wirklich immer Sinn, bevor ihr anfangt, verbessert einfach das Ergebnis. Und gerade dann bei so einem Lack, wo wir wissen, wir müssen ein bisschen Gas geben, einmal eine Lackschichtdickenmessung durchführen, um zu gucken, ob es irgendwo Auffälligkeiten gibt, die du später berücksichtigen musst. Ja, der Testbot zeigt auf jeden Fall, wir kommen in einen sehr guten Bereich. Es wird wahrscheinlich kein Neuwagen mehr, aber es wird auf jeden Fall ein schönes Ergebnis. Und dann hieß es Vollgas. Der liebe Mo hat die Kamera zur Seite gelegt, hat sich Arbeitsklamotten angezogen und dann ging es gleich Vollgas ran. Und weil viele fragen, warum tragt ihr denn eigentlich beim Polieren einfach oder immer eine Halbmaske? Das liegt einfach daran, dass in Politur auch lösungsmittelhaltige Benzine oder ölbasierte Lösungsmittel drin sind, so ähnlich wie Benzin, sage ich jetzt einfach mal. Und das will ich 8 Stunden am Tag, wenn ich am Auto stehe, nicht permanent einatmen. Dazu kommt natürlich noch der Polierstaub und der Lackstaub, also muss am Ende jeder selber entscheiden. Mir tut es definitiv besser und ich atme am Ende freier, wenn ich währenddessen eine Halbmaske trage und die einmal in einer Stunde kurz eine Viertelstunde Pause mache. Muss aber am Ende jeder selber entscheiden. Liegt nicht daran, dass die Polituren so schlimm und so giftig sind. Ist einfach so ein persönliches Empfinden für ein besseres Wohlbefinden. Kurz zu den Maschinen. Wir sind vorgegangen mit der Flex XCE Zwangsexcenter und einem gelben Rupes Finishing Fell zusammen mit Cut Politur. Wir haben größtenteils die Sonax Ultimate Cut verwendet und dann mit der Freiläufer Exzenter und PXE natürlich und einem gelben Finishing Pad von Rupes, beziehungsweise auf der großen einem gelben Medium Pad von Sonax und der Sonax Perfect Finish hinterher. Das war hier absolut gutes Programm für den Wagen. Insgesamt sind ungefähr 12 Stunden Polierzeit in das Auto geflossen.
Dann ging es noch an den Auspuff, in dem Fall Stahlwolle 4x0 plus Nanolex Metal Polish, hat wirklich wunderbar funktioniert, ging super schnell und selbst innen ging der verkrustete Auspuff, der vermutlich in der Laufzeit des Autos noch nie richtig sauber gemacht wurde oder poliert wurde, auch wunderbar wieder sauber. Hat mir echt gut gefallen. Alle verwendeten Produkte übrigens findest du unten in der Videobeschreibung, dann kannst du nochmal nachgucken. Wir kommen gut voran am BMW. Untenrum ist er fast fertig. Es fehlt noch die Frontstoßstange. Dann ist er eigentlich komplett fertig. Woran wir uns jetzt noch kümmern müssen, ist vor allen Dingen die Motorhaube. Und hier haben wir ein besonderes Problem. Und zwar, dass Blätter ewig lang drauf lagen. Und dem müssen wir jetzt Herr werden. Das müssen wir bekämpfen. Wie, weiß ich selber jetzt noch nicht genau. Aber wenn ihr dann ganz genau wissen wollt, nachdem ich es herausgefunden habe, wie es geht, gibt es noch mal ein extra Video dazu. Wir nehmen euch jetzt hier einmal im Sneak Peek, einmal im Schnelldurchlauf mit durch, was ich mache. Und wer genau wissen will, wie wir hier vorgehen und warum wir da so vorgehen, guckt dann das extra Video. Ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken, wir starten. Marcel verwendet hier das Sonax Hybrid Wheel Pad auf der PXE. Bei manchen Bauteilen mussten wir einfach nochmal ein bisschen upgraden, also ein bisschen schärfer arbeiten, ein bisschen gröberes Pad als das gelbe Finishing von Rupes. Deswegen hier in 80 mm Sonax Hybrid Wheel Pad. In kleinerer Variante gibt es das nicht, deswegen Rupes Coors Cutting Wheel Pad. So, ich glaube, das heißt ganz anders, aber das blaue Cutting Pad von Rupes. Dann ging es an die ollen Kunststoffe, da habe ich mich mit dem Schmutzradierer drum gekümmert. Wie genau wir da vorgehen, haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Kunststoffe richtig pflegen wie ein Profi, ziehst du auf jeden Fall rein. Hat hier auch super funktioniert. Wir haben uns bei dem Auto für eine Wax Cream entschieden, also einen teilsynthetischen, teilnatürlichen Schutz. Im ersten Schritt habe ich das ganze Fahrzeug einmal nochmal entfettet, damit wir da auch eine optimale Haftung haben. Dann ging es an den Innenraum, zugegeben, hier war jetzt nicht extrem viel zu tun, war jetzt kein mega schmodderiges Müllauto, war aber einfach jahrelanger Schmutz, der im Alltag so entsteht, deswegen einmal eine intensive Innenraumreinigung mit allem, was so dazugehört. Dazu kam natürlich noch Trockeneis innen und außen, das konnten wir gleich parallel super anwenden. Die letzten Schritte am BMW, zu meinem finalen Fazit komme ich ganz am Ende. Wir haben uns jetzt entschieden, dass der einen Wachs bekommt, beziehungsweise die Hybrid Wax Cream von Surfaces. Das Schöne ist, die lässt sich super
gut, dünn, gleichmäßig und schnell mit der Exzenter Schleifmaschine und einem Waxing Pad auftragen für die Methode. Guckt euch einfach das Video an, was wir dazu gefilmt haben. Das werden wir jetzt nochmal machen. Und dann ja, ist auch schon erstmal Feierabend für heute. Wir sehen uns vorher nochmal wieder. Ich würde sagen, wir schießen los und dann bis gleich. Wie gesagt, außen haben wir uns fürs Wachs entschieden. Unsere Methode mit dem Exzenter Schleifer und einem extrem weichen Sealing oder Waxing Pad funktioniert ganz hervorragend, geht super schnell, gleichmäßig und dünn. Einmal das ganze Auto bitte und danach wieder abpolieren. Jetzt schließt sich der Kreis, zumindest für mich. Der liebe Mo hatte natürlich einen kleinen Hintergedanken, warum er das Auto mitgebracht hat, denn seine Mom wollte es vielleicht kaufen und inzwischen hat sich ergeben, dass sie es gekauft hat. Das heißt, ja, die Aufbereitung war für jemanden, der sein Auto auch sehr gut pflegt, weiterhin. Aber wir dachten, es gibt aber noch eine kleine Überraschung aufs Haus sozusagen. Wir haben ein paar neue Kennzeichen bestellt. Zack, sind auch schon da. Packen wir mal aus. Coole Verpackung übrigens. Und hier konnte ich mir tatsächlich den Spaß dann auch nicht nehmen lassen und habe ihr Carbon-Optik-Kennzeichen bestellt. Und zwar, was ich cool finde, Blechkennzeichen in Carbon-Optik. Also bei 3D-Kennzeichen kennen es ja viele, aber gerade das aus Blech, also aus Metall und dann Carbon-Optik, finde ich, ja, ist ganz cool. Kleiner Zwinkerer bei diesem passenden Auto. Ich würde sagen, wir halten sie schon mal ran, ob sie passen. Sie müssen natürlich noch zugelassen werden, wenn das Auto umgemeldet wird. Aber ich glaube, das wird dem Finish-Bild einen guten Look verleihen. Ja, der Look ist auf jeden Fall komplettiert. Ich finde, es sieht wirklich cool aus. Habe ich selten so gesehen, diesen Carbon-Look. Wenn ihr da Bock drauf habt, bestellt habe ich die Schilder bei gutschild.de. Bestellprozess war auch super einfach, super schnell. In meinem Fall war der Versand auch extrem schnell nach einem Werktag schon da. Kann natürlich auch mal länger dauern, wenn das Bestellaufkommen entsprechend hoch ist, aber ging eigentlich einfach super schnell. Wunschkennzeichen kann auch direkt dort reserviert werden, sodass ihr nur eine Seite bedienen müsst, dann sofort anmelden, ummelden könnt. Deswegen, ja, bitteschön, Mo's Mom für die neuen Kennzeichen und viel Spaß mit dem Auto. Ja, ich würde sagen, mir reicht es auf jeden Fall. Zusammengenommen, wenn man mal den Dreh und unsere ganzen Kaffeepäuschen abzieht, würde ich sagen, 2 Tage Arbeit stecken in dem Projekt. Ich finde, es hat sich wirklich gelohnt, hat wirklich Spaß gemacht. Das Ergebnis ist richtig geil geworden. Deswegen danke ich dir fürs Zuschauen. Achso, du willst noch sehen, wie es aussieht. Na gut, dann würde ich sagen, gibt es jetzt die Finish-Bilder. Dabei verabschiede ich mich schon mal, während du das genießen kannst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wenn du auch so eine Hülle hast, schreib uns mal an, vielleicht kommen wir da zusammen. Bis dann, haut rein.